Stoiker betrachten Welt und Kosmos als perfekt eingerichtetes, vom göttlichen Logos durchdrungenes Ganzes. Der Mensch kann ihrer Ansicht nach nur glücklich werden, wenn er vernünftig und damit tugendhaft handelt. Vernünftiges, tugendhaftes Handeln entspricht einem Leben im Einklang mit der Natur. Was es bedeutet, im Einklang mit der Natur zu leben, warum der Mensch von Natur aus nach Tugend strebt und weshalb nur der stoische Weise tugendhaft handeln kann, erfährst du in diesem Video. Im Zentrum der Ethik steht das gute Handeln. Die Ethik hat im Stoizismus einen sehr engen Bezug zur Logik und Physik. Gutes Handeln ist tugendhaftes Handeln und tugendhaftes Handeln ist vernünftiges Handeln. Es basiert zum einen auf Wissen und ist somit innerlich stabil und konsistent, zum anderen folgt es der kosmischen Vernunft. Beide Aspekte hängen eng zusammen, denn die menschliche Vernunft ist mit der kosmischen Vernunft verwandt. Epiktet bezeichnet sie als einen Sprössling der göttlichen Vernunft. Die göttliche Vernunft, der Logos, durchdringt den gesamten Kosmos und lenkt alle Umstände und Geschehnisse auf bestmögliche Weise. Das Universum ist optimal eingerichtet, denn die kosmische Vernunft bzw. ein allgemeines Gesetz der Natur sorgt für die vernünftige Ordnung der Welt. Der tugendhafte Mensch erkennt diese Ordnung mit Hilfe seiner Vernunft und möchte in Übereinstimmung mit ihr leben. Er ordnet sich in die kosmische Ordnung ein und akzeptiert daher alle äußeren Umstände und Geschehnisse. Die entscheidende Verbindung zwischen stoischer Logik, Physik und Ethik schafft die sogenannte Oikeiosis-Lehre. Sie erklärt, warum das menschliche Streben nach Vernunft und Tugend Ergebnis einer natürlichen Entwicklung ist. Tugend steht laut stoischer Auffassung nicht im Widerstreit zur menschlichen Natur, sondern die Natur führt uns zur Tugend. Das Streben nach Tugend ist für die Stoiker etwas Natürliches, ein Ausdruck des Selbsterhaltungstriebs, welchen der Mensch mit allen Lebewesen gemeinsam hat. In der Oikeiosis-Lehre erklären sie diese Theorie der Selbsterhaltung genauer. Sie gilt für Pflanzen, Tiere, Kinder und erwachsene Menschen. Das griechische Wort Oikeiosis können wir am ehesten mit Aneignung übersetzen. Im Griechischen ist der Begriff aber ausschließlich positiv konnotiert. Oikeiosis bedeutet, dass ich etwas als mir zugehörig erkenne und wertschätze. Für die Stoiker hat jedes Lebewesen ein solches Besitzverhältnis in erster Linie zu sich selbst. Daher strebt es immer zuerst nach Selbsterhaltung. Es wehrt ab, was ihm schadet und wählt, was ihm nützt. Menschen und Tiere erkennen nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Nachwuchs und sogar die größere Gruppe, in der sie leben, als sich zugehörig. Sie achten daher nicht nur auf das eigene Wohlergehen, sondern auch auf das Wohlergehen ihrer Gemeinschaft. Alle Tiere kümmern sich beispielsweise liebevoll um ihren Nachwuchs. Dieses fürsorgliche Verhalten verfolgt wie alles im Kosmos einen bestimmten Zweck. Die Natur hat Lebewesen nicht nur mit Reproduktionsfähigkeit, sondern auch mit dem Interesse daran ausgestattet, die Nachkommen wohlbehalten aufzuziehen. Die Fürsorglichkeit ist bei vielen Tieren nicht auf den eigenen Nachwuchs beschränkt, sondern bezieht sich auf die gesamte Gemeinschaft. Soziale Bindungen und altruistisches Verhalten finden wir laut Stoa bei allen Lebewesen, die in Gemeinschaften leben. Auch der Mensch ist von Natur aus auf ein Leben in Gemeinschaft ausgerichtet. Der natürliche Selbsterhaltungstrieb richtet sich bei Menschen und Tieren also nicht nur auf das eigene Wohlergehen, sondern auch auf das Wohlergehen anderer. Um sich selbst zu erhalten, sorgen Menschen und Tiere nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gemeinschaft, in der sie leben. Stoiker sind daher entgegen einem häufigen Missverständnis keineswegs passiv, unpolitisch oder gleichgültig gegenüber Ungerechtigkeit und gesellschaftlichen Missständen. Fürsorge für andere bedeutet für sie auch politisches Engagement und gesellschaftliche Verantwortung. Viele Stoiker waren daher politisch aktiv oder berieten die Machthaber ihrer Zeit. Seneca war Erzieher und politischer Berater des Kaisers Nero, enger Vertrauter der Kaiserin Agrippina und zeitweise selbst als Minister tätig. Der römische Senator Cato der Jüngere hatte im 1. Jahrhundert vor Christus in der römischen Republik wichtige Ämter inne und der Kaiser Mark Aurel regierte im 2. Jahrhundert nach Christus das römische Reich. Stoiker verstehen sich jedoch nicht nur als Staatsbürger, sondern als Kosmopoliten, als Bürger der Welt. Der Mensch ist als Teil der Weltgemeinschaft mit allen anderen Menschen verbunden. Die Menschheit ist eine große Herde, die auf einem gemeinsamen Rasen grast.
Anstatt die Unterschiede zwischen einzelnen Menschen, Gruppen oder Nationen zu betonen, sollen wir laut Stoa auf die Verbundenheit aller Menschen blicken. Um dieses Gefühl der Verbundenheit zu schulen, empfiehlt der Stoiker Hierokles folgende gedankliche Übung. Stelle dir vor, du stehst im Zentrum von Kreisen unterschiedlicher Größe. Im innersten Kreis befindest du selbst dich. Im nächstgrößeren Kreis deine engste Familie. Der nächste Kreis umfasst deine weitere Verwandtschaft, also Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. Im nächstgrößeren Kreis sind deine Nachbarn. Der nächste Kreis umfasst deinen Herkunftsort, der nächste das gesamte Land und so weiter. Der äußerste Kreis schließlich umfasst alle Menschen. Das Ziel dieser gedanklichen Übung ist, die Verbundenheit, die man bei den nächsten Angehörigen automatisch empfindet, Schritt für Schritt auf die weiteren Kreise auszudehnen, bis man schließlich das Wohl aller Menschen für ebenso wichtig erachtet wie sein eigenes. So weitet sich die Oikeiosis, das Gefühl von Zugehörigkeit und der Wunsch nach Selbsterhaltung vom eigenen Selbst bis zu allen Menschen aus. Die eben beschriebene biologische Selbsterhaltung des Menschen und seiner Gemeinschaft bezeichnen die Stoiker als naturgemäßes Leben. Die entsprechenden Handlungen nennen sie angemessene Handlungen. Ein naturgemäßes Leben können gewöhnliche Menschen ebenso wie Pflanzen und Tiere führen. Auch Pflanzen und Tiere können ihrer Natur gemäß und damit angemessen handeln. Bei Menschen beinhaltet ein solches naturgemäßes bzw. angemessenes Handeln alles, was der Erhaltung und Entfaltung der spezifischen menschlichen Natur dient, also sich um die körperliche Gesundheit zu sorgen, die Eltern zu ehren, sich um Geschwister, Freunde oder das Vaterland zu kümmern, eine Familie zu gründen, politisch aktiv zu sein, sich geistig zu betätigen und nach Erkenntnis zu streben. Solche Handlungen sind jedoch nicht tugendhaft oder moralisch gut. Tugendhaftes, moralisch gutes Handeln basiert nämlich auf Wissen. Tugendhaft handeln kann daher nur der stoische Weise. Schauen wir uns genauer an, warum. Die Selbsterhaltung funktioniert bei verschiedenen Lebewesen auf unterschiedliche Art und Weise. Pflanzen erhalten sich durch vegetative Prozesse, Tiere zusätzlich durch triebhaftes Verhalten, erwachsene Menschen zusätzlich durch die Vernunft. In der Stufenleiter der Natur steht der Mensch aufgrund seiner Vernunft ganz oben. Der Mensch ist einerseits ein Sinnenwesen und gleich dadurch dem Tier. Sobald er mündig wird und Sprache und Vernunft entwickelt, richtet sich seine Selbsterhaltung auf seine Vernunft. Bei vernünftigen Lebewesen geht es nicht mehr nur um die körperliche Selbsterhaltung, sondern auch darum, die eigene Vernunft zu bewahren. Der erwachsene Mensch bemüht sich daher im Unterschied zu anderen Lebewesen oder Kindern nicht nur um sein körperliches Wohl, sondern auch um seine Vernunft bzw. sein geistiges Wohl. Er bemüht sich um vernünftiges, um gutes, um tugendhaftes Handeln. Das Streben nach Tugend ist für die Stoiker also Ausdruck des natürlichen Selbsterhaltungstriebs, den der Mensch mit allen Lebewesen teilt. Nur geht das Streben nach Selbsterhaltung bei Menschen über die rein biologische Selbsterhaltung hinaus. Affekte wie Gier oder Furcht gehören für die Stoiker nicht zu unseren natürlichen Anlagen, sondern resultieren aus fehlerhaften Überzeugungen. Sie beruhen auf Irrtum, auf falschen Meinungen. Tugend hingegen basiert auf Wissen. Sie ist in der stoischen Ethik kein Korrektiv natürlicher Anlagen, sondern entspricht der vollen Entwicklung unserer Natur. Der Mensch ist erst dann im Einklang mit seiner eigenen und der kosmischen Natur, wenn er vernünftig auf der Grundlage von Wissen handelt. Ein solches vernünftiges Handeln bedeutet, dass er die göttliche Ordnung des Kosmos erkennt und sich in sie einfügt. Nur dieses Vernünftigsein im Denken, im Fühlen und im Handeln, nicht länger die Begierden und Wünsche als Sinnenwesen, entsprechen der eigentlichen Natur des Menschen. Alle Begierden und Wünsche, die der Mensch als bloßes Sinnenwesen mit Tieren oder Kindern teilt, werden gleichgültig. Der Mensch lebt nun seiner Vernunft naturgemäß, eigenverantwortlich und unabhängig von äußeren Umständen. Er lebt im Einklang mit der Natur, dem göttlichen Logos und akzeptiert sein Schicksal. Hierzu ist nur der stoische Weise in der Lage, nur er kann vernünftig und damit tugendhaft handeln. Sein Denken, Fühlen und Handeln basiert auf Wissen. Er hat ausschließlich Erkenntnisse und keine Meinung. Der stoische Weise deutet alle Gegebenheiten richtig und kann erkennen, welche Dinge in seiner Macht stehen und welche nicht.
Der Verlust von Gütern, die seinem vorvernünftigen Streben entsprechen, ist ihm gleichgültig. Auf Krankheit, Armut oder Tod reagiert er gelassen. Die begriffliche Unterscheidung zwischen naturgemäßem Leben und Leben im Einklang mit der Natur ist ganz entscheidend, um die stoische Ethik zu verstehen. Ein naturgemäßes Leben führen auch Pflanzen und Tiere. Sie streben nach biologischer Selbsterhaltung, indem sie sich um Nahrung, Wachstum und Fortpflanzung kümmern. Gewöhnliche Menschen führen ebenfalls lediglich ein naturgemäßes Leben. Sie kümmern sich um ihr Wohlergehen und das ihrer Gemeinschaft, handeln dabei aber häufig irrational und inkonsistent. Im Unterschied dazu lebt der Tugendhafte nicht nur naturgemäß, sondern im Einklang mit der Natur. Er strebt nach der Verwirklichung seiner Vernunft, genauer nach Wissen und Tugend. Alle seine Handlungen sind vernünftig. Die Unterscheidung zwischen einem naturgemäßen Leben und einem Leben im Einklang mit der Natur entspricht der Unterscheidung zwischen angemessenen und vollkommenen Handlungen. Laut Stoa führen Pflanzen, Tiere und Menschen angemessene Handlungen aus, die ihrer eigenen Natur entsprechen. Solche Handlungen zielen auf die eigene Selbsterhaltung. Angemessene Handlungen beruhen beim Menschen auf zutreffenden Meinungen und nicht etwa auf Irrtümern. Der Handelnde bildet die zutreffende Meinung, dass er eine bestimmte Handlung ausführen soll und handelt daraufhin, wenn kein äußeres Hindernis besteht, entsprechend. Auch Kinder, Tiere und sogar Pflanzen sind laut stoischer Auffassung in der Lage, angemessene Handlungen auszuführen. Die meisten Lebewesen, Kinder, gewöhnliche Menschen, Tiere oder Pflanzen, können bestenfalls angemessene Handlungen durchführen, denn sie handeln nur im Hinblick auf ihre biologische Selbsterhaltung und Selbstentfaltung. Vollkommene, tugendhafte Handlungen kann nur der Tugendhafte ausführen, da sie auf Wissen und nicht nur auf Meinungen beruhen. Nur diese Handlungen stehen im Einklang mit der Natur. Dabei können die vollkommenen Handlungen des Tugendhaften von außen genau gleich aussehen wie die angemessenen Handlungen eines gewöhnlichen, nicht tugendhaften Menschen. Der Unterschied zwischen den beiden Handlungsarten liegt nämlich nicht in ihrem Inhalt, sondern in der zugrunde liegenden Haltung des Handelnden. Der stoische Weise führt nur vollkommene Handlungen durch, denn er handelt nicht aus biologischer Selbsterhaltung heraus, sondern weil er das Gute erkannt hat. Sein Handeln basiert auf Wissen und geschieht im Einklang mit dem göttlichen Logos und allen miteinander verwobenen Tugenden. Er handelt stets weise, besonnen, tapfer und gerecht. Tugend bedeutet für die Stoiker, vernünftig und damit im Einklang mit der eigenen und der universalen Natur zu leben. Unsere Vernunft ermöglicht uns, nicht nur naturgemäß, sondern im Einklang mit der Natur zu leben. Nur durch unsere Vernunft sind wir in der Lage, vollkommene, tugendhafte Handlungen auszuführen. Was die Stoiker ganz genau unter Tugend verstehen und welche einzelnen Tugenden sie unterscheiden, erfährst du im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Stoa Ethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!